Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Be a Mover Talk. Dieses Mal aus dem wunderschönen Hamburg. Ist meine Geburtsstadt. Also ich bin froh, hier zu sein. Wir reden, wie ihr wisst, mit inspirierenden Menschen bei Be a Mover. Menschen, die etwas zu sagen haben, aber vor allem Menschen, die etwas bewegen wollen, etwas machen. Und ich habe hier ganz hervorragende Gäste, die sich sehr kompetent zu einem wirklich guten Thema äußern können, nämlich humanitäre Hilfe. Ich sage Hallo und herzlich willkommen. Kim ist hier von der gemeinnützigen Organisation Der Hafen hilft in Hamburg. Katharina ist da von der gemeinnützigen Organisation Nicht schnacken, machen. Für Schwaben übersetzt heißt das nicht reden, sondern was in die Hand nehmen. Und Irena von der gemeinnützigen Organisation You Are Never Alone. Aber wir sind schon an deinem T-Shirt. Es geht hier bei You Are, kommt sofort die Assoziation Ukraine. Und darum geht es hier auch, um die Hilfe für die Ukraine. Also herzlich willkommen, schön, dass ihr alle da seid. Und wir arbeiten mit diesen 3 Organisationen zusammen, weil wir Transporte mit LKWs organisieren. Und da stellen wir dann Fahrer, also Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung, die werden freigestellt und machen das ehrenamtlich. Also schön, dass ihr da seid und schön, dass wir hier sein können. Ich fange einfach mal an bei Der Hafen hilft. Der Hafen hilft, ist das eine Organisation, die eigentlich sich aus diesem Grunde hier gegründet hat, oder gibt es schon viel länger? Die gibt es schon viel länger. 2009 hat meine Schwester den Verein gegründet. Sie hat lange bei einer Werft gearbeitet und hat da den Überschuss gesehen, der von Bord ging. Und da entstand die Idee dieses Vereins. Ja. So, du sagst Überschuss, das bezieht sich auf Mobiliar, Essen. Kreuzfahrtschiffe, die, wenn sie in die Werft gehen, dann sagen, der blaue Salon soll jetzt grün werden. Das heißt, alles, was blau ist, fliegt raus und wird entsorgt in der Regel. Und dadurch ist die Idee entstanden, dass leider doch in Hamburg so viele bedürftige Menschen sind und gemeinnützige Organisationen, die Unterstützung brauchen. Und so ist das entstanden. Wie seid ihr zu uns gekommen, zu Daimler-Truck als Partner? Der Walter hat uns im Fernsehen gesehen. Und der Walter hat dann gesagt, genau, der hat eine E-Mail geschrieben. Machen. Ja, genau, er hat uns eine E-Mail geschrieben. Super. Und dann haben wir uns telefonisch mal verabredet, haben telefoniert. Und so ist diese Verbindung entstanden. Okay, und zufrieden bisher? Ach, wunderbar. Wir sind so glücklich, dass ihr uns gefunden habt. Also es ist gar nicht zu beschreiben. Katharina, nicht schnacken, machen. Wir sind hier in was für einem Gebäude eigentlich? Wo sind wir hier? Sieht ein bisschen kunterbunt aus. Es gibt also Sachen vom Rollstuhl bis hin zum normalen Couchtisch, aber eben auch alles mögliche andere. Was ist das hier? Das ist hier das Zentrum für Soziallogistik der Freien und Hansestadt Hamburg. Hier haben sich mehrere Vereine versammelt, unter anderem Der Hafen hilft, der wahrscheinlich noch viel, viel mehr zu diesem Lager erzählen kann. Wir sind jetzt seit Anfang dieses Jahres Mieter hier mit unserem Verein. Der Hafen hilft, Hanseatic Help, You're Never Alone, ihr seid ja auch schon ganz lange Mieter hier. Westwind, der Hamburger Hilfskonvoi und alle diese Vereine haben hier eine Heimat gefunden, sammeln Spenden, tauschen Spenden aus, versorgen Menschen in prekären Situationen, in Notgebieten. Dabei geht es um Kriege, um Naturkatastrophen, um alle möglichen Auseinandersetzungen, in denen Menschen in Not sind und Hilfe benötigen und Hilfsgüter benötigen. Und auch viele Menschen hier in Hamburg, alleinerziehende, alleinstehende Menschen in sozialen prekären Verhältnissen, die auch hier Ausstattung finden können, Spenden bekommen können. Dieses Lager hier heißt Schnacke. Das hängt mit der Schnackenburger Allee zusammen, genau, in der wir hier sind, die Straßenadresse. Wie habt ihr diesen Laden hier gefunden? Wie habt ihr den gekriegt? Wir waren schon vorher in der Schnackenburger Allee, jedoch ein paar Hausnummern weiter runter. Und irgendwann haben wir das Angebot bekommen zu diesem Zentrum. Also hier war vorher ein Printmedienhaus drin. Und ja, da kam das Angebot und wir haben gedacht, wir nehmen ein paar Quadratmeter und es ist immer mehr und mehr entstanden. Und es kamen dann immer mehr Nachbarn dazu. Aber wie ganz genau, das weiß ich gar nicht. Irina, die Organisation You Are Never Alone
Ukraine-Hilfe. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie organisiert ihr hier zusammen die Hilfe für die Ukraine? Wie passiert das? Wir haben das Projekt gegründet, oder das Projekt ist im Grunde entstanden als eine Initiative mit dem Beginn des Krieges in der Ukraine, aber des vollumfänglichen Krieges. Dort herrscht ja seit über 11 Jahren jetzt mittlerweile Krieg. Als vor 2022 der Angriff kam, haben sich viele Ukrainer hier in Hamburg verbündelt und haben angefangen, Hilfsgüter zu sammeln und zu versenden. Das startete eher mit kleinen Fahrzeugen, mit kleinen Lieferungen, das, was man selbst eingekauft hat, was Freunde vorbeigebracht haben. Und so wuchs es immer weiter und weiter, weil sich natürlich auch die Hamburger Gemeinde und auch die Menschen in Hamburg viel mehr angefangen haben, mitzubeteiligen an dem Projekt und Unternehmen sich beteiligen wollten. Und so entstand einfach eine sehr große Menge an Menschen, die etwas abgeben wollten. Und wir als Verein hatten die Möglichkeiten und ein gutes Netzwerk in der Ukraine, kennen dort auch Organisationen, die das entgegennehmen können und entsprechend verteilen können in unterschiedlichen Regionen. Und haben im Grunde mit diesem Netzwerk und mit dieser Anlaufstelle hier eine Struktur aufgebaut, wo Hilfsgüter, die hier gesammelt werden, zielgerichtet in die Ukraine weitergeleitet werden und dort dann an den entsprechenden Stellen verteilt werden können. Und das funktioniert nur, weil wir so viele auf dieser Fläche sind, die Hilfsgüter teilen können, die sie richtig verteilen können nach Bedarf und nach Regionen. Und dafür sorgen, dass sie in der Ukraine richtig ankommen. Wie muss ich mir das vorstellen? Fahren die Lkw direkt in die Ukraine oder gibt es sozusagen eine Zwischenstation, wo umgeladen wird? Wie muss das organisatorisch bewältigt werden? Wir haben mehrere Wege tatsächlich mittlerweile. Wir haben einen Weg natürlich, wo ihr uns sehr stark unterstützt, wo wir die Lkws hier packen, sie nach Polen fahren, an die Grenze, so nah wie möglich. Aus der Ukraine kommt ein anderes Fahrzeug, was die Güter dort entgegennimmt, oder man lädt dort um, erstmal ein Zwischenlager. So ist der erste Weg. Wir haben natürlich auch Fahrzeuge, die direkt in die Ukraine fahren, wenn es etwas ist, was schwer umzuladen ist. Und wir haben noch den Weg über die Zugbrücke, also dass wir gemeinsam mit der Hala in Hamburg hier Container bestücken und die per Zug nach Odessa transportiert werden, wo es dann auch wieder direkt im Hafen ankommt und verteilt werden kann. Müssen wir für Nicht-Matrosen sagen, die Hala ist die Hamburger Hafen- und Lagerhausgesellschaft. So ist es, ja. Die betreibt große Teile des Hafens, Ja. Nur dass man das so ein bisschen einsortieren kann. Wie ist es mit dem Bedarf? Der ist nach wie vor riesig, oder? Das ist in der Tat so. Also in den ersten Jahren kam natürlich durch diese große Schockwelle, beziehungsweise im ersten Jahr waren es natürlich sehr, sehr viele Hilfsgüter, die auch zur Verfügung gestellt wurden. Nun flacht es teilweise etwas ab und der Bedarf an sich ändert sich. Es sind nicht mehr Lebensmittel, die vielleicht in erster Linie sehr stark benötigt werden, aber es sind medizinische Güter, Dinge, die die Struktur dort am Leben erhalten. Deswegen versenden wir zum Beispiel auch sehr viele Möbel, die auch sehr, sehr schnell verteilt werden können und wo ein sehr großer Bedarf ist, weil natürlich Schulen und Universitäten umgezogen und ausgestattet werden müssen, soziale Einrichtungen ausgestattet werden müssen, dadurch, dass so viele Menschen natürlich die Region wechseln. Kim, jetzt habe ich gehört, ihr habt eine riesen Aktion gemacht, ihr habt ein Kreuzfahrtschiff ausgeräumt. Und dann, also das alles raus, Mobiliar oder wie muss ich mir das vorstellen? Das Kreuzfahrtschiff hat eine große Renovierungsaktion gehabt und die Kabinen wurden umgestaltet und die Restaurants und Freiflächen. Das Mobiliar sollte vom Schiff und es sollte nicht entsorgt werden. Und dann ist man an uns herangetreten und hat gesagt, wollt ihr oder wollt ihr nicht? Und das war natürlich super, nur der Haken war Transport. Der Transport, ganz genau, weil das Schiff in Frankreich in der Werft. Also in Marseille, ne? Genau, in Marseille eindocken sollte, genau. Ja, und damit seid ihr dann ins Spiel gekommen. Okay. Und wie viele Lkw-Ladungen waren das dann am Ende? Es waren 9 Stück, genau. Das ist eine ganze Menge, ne? Ja, waren knapp 4.500 Möbelstücke. Ich glaube, von diesen Stühlen hatten wir 50 ungefähr, von den Tischchen so rund um 10. Und das sind noch ein paar Überbleibsel, die noch auf dem Transport waren. Okay. Die stehen jetzt hier noch im Lager. Die gehen dann aber irgendwann auch noch mal rüber. Ne? Auf jeden Fall, ja. Und das machen wir mit Daimler Truck Her, ist korrekt?
Korrekt. Also den Möbeltransport Genau. und alles, was da so an schwerem Ja. Gut da rein muss, das Ja. ist dann die Arbeit für Daimler Truck Heers. Also von Marseille sind jetzt von uns aus 6 Trucks nach Warschau gefahren. Und das Faszinierende dort ist, das ist ja eine Logistik, das muss ja zeitlich aufeinander abgestimmt sein, dass in Warschau schon der LKW aus Kiew wartet, der eben nicht unter normalen Straßenverhältnissen von Kiew nach Polen fährt, sondern ganz andere Ausgangsvoraussetzungen hat. Aber trotzdem steht er auf dem Punkt in Warschau und dann stehen beide LKWs Po an Po sozusagen und dann wird von einem auf den anderen umgeladen. Und in der Regel haben wir dann schon 2 Tage später Fotos aus Kiew von der Entladung und Weiterverteilung. Und das ist dann der Gänsehautmoment für uns. Wie stellt ihr das sicher, dass das so schnell von der Logistik geht? Das heißt, dass ihr wisst, das Ding ist angekommen, das Zeug ist angekommen, da ist nach Polen transportiert worden, jetzt ist es am Bestimmungsort. Was sind es für Menschen, die sagen, das war's, das stimmt oder da fehlt noch was? Wie läuft das bei dir? Es ist natürlich jedes Mal eine Herausforderung, alles direkt abzustimmen, weil der Weg natürlich auch sehr lang ist und unterwegs kann es immer zu Verzögerungen kommen. Aber ich glaube, der Kern ist die Kommunikation. Wir sind alle darauf eingestellt, dass es zu solchen Veränderungen kommen kann. Und wir sorgen jedes Mal, wenn wir hier fertig beladen haben, haben wir den Partner in der Ukraine bereits informiert darüber, dass etwas kommt. Er plant natürlich seine Aktivitäten entsprechend und wenn wir losfahren, sind wir den ganzen Weg im Kontakt, senden Updates, wo wer ist und so funktioniert das eigentlich recht gut. Wie ist das mit euch, Katharina? Wie seid ihr dazu gekommen, dass ihr gesagt habt, nicht schnacken, machen? Das klingt so nach Aufbruch. Was war die Initialzündung, um zu sagen, jetzt wollen wir was tun? Also die Initialzündung war ein nicht stattgefundener Urlaub. Im März 22 wollten mein Mann und ich nach Kiew fahren. Hatten das Hotel gebucht, den Flug gebucht, alles Mögliche. Ich habe 1989 in Kiew als Studentin gearbeitet, als Baustudentin und wollte ich meinem Mann das zeigen. Ja, und dann kam der Krieg dazwischen. Im März sollte der Urlaub stattfinden, der Krieg kam und am 7. März bin ich das erste Mal nach Warschau gefahren mit einem Auto voller Hilfsgüter. Und da haben wir unser Netzwerk aufgebaut. Und irgendwann kamen immer mehr Leute dazu, Nachbarn dazu und haben gesagt, wir finden das toll, dass ihr aus dieser Starre, aus dieser Hilflosigkeit, die uns alle betroffen hat, als Putin tatsächlich dieses Land angegriffen hat, die Ukraine angegriffen hat, dass ihr daraus etwas macht, dass ihr aufsteht, dass ihr nicht schnackt, dass ihr macht. Und viele haben sich uns angeschlossen, weil sie sagen, wir können jetzt was tun, wir haben einen Kanal. Und da fing es an, ab dem 7. März sind wir regelmäßig im ersten Jahr wöchentlich nach Warschau gefahren, haben uns dort ein Netzwerk aufgebaut. Mittlerweile waren wir 110 Mal in Warschau. Und von Warschau aus gehen die Transporte dann weiter in die Ukraine. Aber das war die Initialzündung für die Gründung der Initiative und schlussendlich dann im Juni für den Verein Nicht Schnacken machen, uns für Menschen einzusetzen, die nicht so privilegiert sind wie wir. Ist denn die Resonanz sozusagen, das Wollen, das Mittun immer noch so groß? Das ist ja nur 3 Jahre Krieg, das ist eine lange Zeit. Wird man da nicht langsam müde? Also müde des Helfens auf gar keinen Fall. Die Resonanz ist immer noch groß. Also es ist immer noch viel Spendenbereitschaft da. Und mit den verlässlichen Partnern ist das auch zielgerichtet und kommt auch genau an, da wo es benötigt wird. Und ist das so primär Hamburg oder auch Umland oder was kommt hier an, wo kommt das her? Also mit Ausnahme Marseille jetzt mal. Also eigentlich ist es immer Großraum Hamburg. Das ist so, da gibt es viele, viele Unterstützer, sei es Büroauflösungen oder Hotels, die Matratzen tauschen, Bettwäsche, also alles und sehr viel. Doch in und um Hamburg ist ganz große Spendenbereitschaft. Genau. Auch die privaten Haushalte. Ja. Gibt es von der Politik hier in Hamburg auch so Unterstützung oder das Gefühl, dass das willkommen ist? Also das Gefühl, dass es willkommen ist, das haben wir in jedem Fall. Und das ehrenamtliche Engagement wird auch gewertschätzt. Und gerade, dass wir dieses Lager hier für Soziallogistik haben, das ist tatsächlich auch politischem Einfluss zu verdanken. Euer Verein You Are Not Alone, wie viele Leute sind das?
Ach, wir sind tatsächlich als Stammgruppe sind wir 5 Leute. Wir haben aber eine sehr große Gruppe an weiteren Ehrenamtlichen, die rotierend da sind und uns unterstützen. Und das sind ungefähr 60 Personen, die uns bei Abholungen unterstützen, die uns dabei unterstützen, wenn LKWs gepackt werden müssen, die auch hier sehr viel sortieren, weil wir insbesondere auch Möbel haben, viel auseinanderbauen, verpacken. In der Größenordnung. Was kommt denn als Feedback aus der Ukraine zurück? Was kriegt ihr sozusagen Bedarfsmeldungen, was wir besonders brauchen? Oder läuft das über dich oder wie funktioniert das? Das läuft tatsächlich eher über einen Kollegen von mir. Ich mache den Part, der in Deutschland stattfindet. Ich koordiniere die Abholungen. Als Feedback aus der Ukraine bekommen wir aber, wir bekommen sehr gutes Feedback. Insbesondere, wenn wir größere Ladungen an einheitlich Sachgütern versendet haben. Im Möbelbereich ist es ja sehr einfach dann in dem Sinne. Das hilft wirklich sehr, weil man dann natürlich größere Einrichtungen abdecken kann. Die Menschen sind dort wirklich sehr dankbar, dass man unterstützt und ehrlicherweise auch, es kommt gar nicht darauf an, in welchen Mengen. Man fühlt sich einfach unterstützt. Man hat das Gefühl, dass jemand dahinter steht, auch wenn es wirklich sehr schwierig ist. Und die Bedingungen, unter denen unsere Partner dort vor Ort arbeiten, wie gesagt, wir arbeiten sehr viel auch mit Odessa. Wir bekommen regelmäßig Meldungen, der Container kann heute leider nicht entladen werden, wir werden den ganzen Tag beschossen. Das sind Situationen, in denen sie dort vor Ort zurechtkommen müssen und in denen sie arbeiten. Und dementsprechend sind sie sehr dankbar, dass sie von hier auch noch mehr Hilfe bekommen. Katharina, du hast gesagt, du wolltest dir Kiew angucken. Ja. Hast du es schon gemacht oder willst du es noch machen? Ja, also wir waren im vergangenen Jahr, mein Mann und ich, eine Woche in Kiew und Lviv und haben unsere Partner dort getroffen und konnten auch die Einrichtungen besuchen, die wir mit Spenden versorgen und unter anderem ein Waisenhaus, ausschließlich mit Kindern, die kriegsweisen sind. Und das ist wirklich bitter, die ganz Kleinen zu sehen, die Jungen und Mädchen, die eben ohne Mama und Papa aufwachsen. Wir haben Frauen besucht, die Tarnnetze knüpfen für die Soldaten, damit die ihre Panzer quasi abdecken können und Socken stricken. Da liefern wir schon seit 3 Jahren regelmäßig Wolle. Das sind Großmütter, das sind Mütter, die ihren Beitrag leisten wollen und für die Jungs, für die Soldaten stricken. Und das hat uns sehr berührt und sehr bewegt, einfach weil wir gesehen haben, das, was wir schicken, was wir gemeinsam von hier aus schicken, das kommt wirklich alles an. Kim, was wünschst du dir für die Zukunft mit dem Verein Hafen hilft? Also auf jeden Fall weiterhelfen können, dazu in der Lage sein zu können, planen zu können, dass wir hier in dieser Halle verweilen können, dass der Verein weiter bestehen kann. Es wäre natürlich schön, wenn alles so toll wäre, dass es uns gar nicht geben müsste. Das wäre das Ziel. Aber das wird ja nicht passieren. Ja, wünschenswert, dass weiterhin Hilfe stattfindet von außerhalb, dass Privathaushalte spenden, dass Firmen weiter spenden, dass die Nachhaltigkeit immer noch ganz groß geschrieben wird und weiterhin von allen gelebt wird. Ja. Also ich habe das Gefühl, ihr wollt alle noch weitermachen und ich hoffe sehr, dass wir euch weiter unterstützen können. Wir sprechen nachher nochmal mit Kollegen von uns. Aber ich glaube, das ist eine sehr bemerkenswerte, tolle Aktion, die ihr hier zusammen macht. Dafür herzlichen Dank. Das ist der erste Teil von unserem Beer Mover Talk, den wir jetzt fertig haben. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ist noch irgendwas, was dringend gesagt werden muss? Außer, dass man gerne helfen und spenden kann für euch. Das ist sozusagen nochmal, um das nochmal klar zu sagen, Hafen hilft. Nicht schnacken machen. Und you are not alone. You are never alone, muss ich sagen. Und der andere Partner ist dann Daimler Truck, also insofern passt das wie Faust aufs Auge sehr gut zusammen. Und ich sage nochmal herzlichen Dank für diese Etappe und toi toi toi, drücke euch die Daumen, dass es weiter gut geht mit uns zusammen. Dankeschön. Vielen Dank. Wir danken. So, jetzt ist es an der Zeit, auch nochmal über Corporate Citizenship und Daimler Truck Cares zu sprechen. Und bei mir sind Walter und Julia. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Hallo, ja. Walter, warum engagierst du dich bei Daimler Truck Cares? Weil ich sehr, sehr, sehr wichtig finde, dass wir den Menschen in der Ukraine helfen. Dass wir diese Situation, die momentan in der Ukraine besteht, ja, dass wir die mit unseren Mitteln, die wir haben, verbessern. Und als wir zum Beispiel noch in der Türkei waren, auch da
war es notwendig, dass wir aus Deutschland unterstützen mit Waren, die da runtergebracht werden können. Und ich hatte halt zufällig 3 LKWs. Ja. Und die sehen wir hier im Hintergrund. Die 3 LKWs sehen ziemlich proper aus. Wie oft fahrt ihr? Wie viel LKW-Ladung habt ihr schon rübergebracht in die Ukraine? Wir haben 109 LKW-Ladungen gefahren, ca. 1300 Tonnen haben wir an Ladungen in die jeweiligen Krisengebiete gebracht. Und wir fahren zwischen 4, manchmal 3-mal, manchmal 2-mal. Es kommt ein bisschen drauf an, wie die Hilfsorganisationen, der Hafen Hilft zum Beispiel, uns anfordert. Ja, und dann machen wir das bedarfsgerecht, dass wir immer komplett volle LKWs haben, nicht halbleer spazieren fahren. Julia, wie lange bist du da schon bei Daimler Truck Cares? Wie lange machst du da mit? Wir machen das seit Anfang 2022. Begonnen hat es in Form einer Taskforce für die Ukraine-Hilfe. Wir wollten da schnell und effizient einfach Hilfe leisten und konnten da natürlich mit unseren Produkten super unterstützen. Und jetzt seit letztem Jahr, im Juli, gibt es wirklich diesen Ansatz Daimler Truck Cares, der weltweit ausgerollt wurde. Und ist das hier speziell für die Ukraine, das Projekt? Ist es schwierig, eigentlich da Kolleginnen und Kollegen zu motivieren, da mitzumachen? Nein, gar nicht. Also das ist wirklich unglaublich, was wir da vor allem zusammen erleben. Wir haben am Anfang, eben als dieser Ukraine-Krieg begann, haben wir einen Aufruf gemacht, ob sich denn Kollegen und Kolleginnen melden, die einen Lkw-Führerschein haben. Und mittlerweile stehen über 190 Kolleginnen und Kollegen auf dieser Liste für potenzielle Fahrer. Die wollen alle anpacken. Wirklich, wir fahren ja fast jede Woche. Und es ist so schön zu sehen. Und immer wenn eine Fahrt wieder vorbei ist, sagen die, natürlich auf der einen Seite sieht man das Leid, aber auf der anderen Seite ist es so schön, Teil dieses Unternehmens zu sein, dass wir Hilfe leisten können und wir wollen am besten direkt wiederfahren. Wie teilt ihr euch auf, wenn ihr fahrt? Sind das 2- oder 3er-Teams, die fahren, damit man möglichst schnell unten ist? Oder wie funktioniert das? Also unsere Prämisse ist, dass die Fahrer gesund ankommen und auch wieder zurückkommen und auch keine Unfälle gebaut werden aufgrund von Übermüdung. Deswegen haben wir 2er-Teams. Also in jedem LKW sitzen 2 Fahrer. Was ist denn mit Vorgesetzten? Unterstützen Sie das auch? Also wir haben noch nie Probleme gehabt mit Vorgesetzten, die gesagt haben, nein, mein Mitarbeiter darf das nicht machen. Ja, es ist so, dass die Vorgesetzten sogar dafür sind, ja, bis in höchste Ebenen. Ja. Und deswegen haben wir vollste Unterstützung von den Vorgesetzten. Ja. Wie seid ihr hier zu den Partnern gekommen? Zum Nicht Schnacken machen, Hafen Hilft und You Are Not Alone für die Ukraine? Es war folgendermaßen, Samstagabend sitze ich vorm Fernseher, schaue mir Länderspiegel an und dann kam eine Reportage über der Hafen Hilft und habe ich mir gedacht, Menschenskinder, es lässt nach mit diesen Hilfskonvois aus dem Stuttgarter Raum. Ich fragte einfach mal nach, ob die Transportkapazitäten brauchen. Und dann hat Anja, Kim, haben gesagt, klar, wir brauchen jemanden. Und dann haben wir diese gemeinsame Organisation gestartet. Und wie reagiert das soziale Umfeld, Familien und so? Finden die das auch super oder haben sie eher Sorge? Es gibt natürlich, wenn man sagt, man fährt in die Ukraine, gibt es schon Sorgen. Aber wir fahren ja nicht in die Ukraine. Ja? Wir bleiben vor der Grenze stehen, manchmal auch sehr eng, 5 Kilometer. Und ja, manche Familienangehörigen denken schon drüber nach, was passiert da. Aber wir können versichern, dass unseren Kollegen und Kolleginnen nichts passiert, weil wir vor der Grenze die Fahrzeuge umladen. Nun ist das Lager Schnacke hier ziemlich exponiert. So, das ist praktisch wie ein großes Spendenkaufhaus, wenn man so will. Ist das eigentlich ein idealer Ort, um zu beladen, um dann hier die Logistik zu machen? Also ich muss sagen, das ist der beste Ort, den wir je hatten. Ja, wir kommen hierher, es ist sehr weitläufig. Die LKWs können um die Kurven fahren. Man muss nicht rückwärts erst mal 10 oder 20, 30, 50 Meter fahren. Und das ist der ideale Ort, sowas zu organisieren und zu machen. Und auch mit den Menschen. Die, glaube ich, sind auf jeden Fall nicht nur der Ort, sondern auch die Menschen. Ist das eigentlich auch, wenn man so will, eine Teambuilding-Maßnahme, wenn man das hier macht? Das ist ja Teamarbeit im besten Sinne, oder? Ja. Also nicht nur mit den externen Organisationen, sondern auch wir als Daimler Truck. Die Fahrerinnen und Fahrer, die sind unglaublich zusammengewachsen. Wir haben da Höhen und Tiefen natürlich erlebt. Das sind emotional wirklich sehr auch herausfordernde Bedingungen, würde ich sagen. Da kommen Fahrer zurück, die brauchen dann auch erstmal so jemanden zum Reden, habe ich das Gefühl. Über schöne Dinge, über nicht so schöne Dinge.
Und wir haben da Kolleginnen und Kollegen wirklich zusammengebracht. Die sind eine Einheit und jetzt auch hier mit den Organisationen, aber auch mit Organisationen davor. Wir haben wirklich jetzt ein Team, würde ich sagen. Wir sind wirklich zum Team geworden. Noch mal eine Frage zu diesem besonderen Einsatz, da ein Kreuzfahrtschiff auszuräumen im Hafen von Marseille. Das ist doch etwas, was man so schnell nicht vergisst, oder? Ja, da gibt es Bilder, ja, wo unsere Kollegen mit dabei sind, eine Menschenkette zu bilden. Ja, da werden mit 100 Menschen werden die Sitze reingeladen, die Möbel, die Sessel. Unglaublich, was da stattfindet. Und auch dann abends sitzt man dann zusammen und geht noch über die Sache drüber. Das ist wirklich Wahnsinn, was das für Emotionen weckt bei allen. Macht ihr weiter? Definitiv. Also wir konzentrieren uns natürlich auf Katastrophenhilfe. Katastrophenhilfe ist eine Säule von unserem Daimler Truck Cares Ansatz. Also wir haben einerseits, muss man vielleicht ganz kurz sagen, Spenden auf der einen Seite und dann das soziale Engagement von Mitarbeitenden auf der anderen Seite. Und Katastrophenhilfe als eine Säule ist natürlich, man denkt dann immer an Krise und Soforthilfe. Für uns und wenn wir auch mit den anderen Organisationen sprechen, geht es natürlich ein Stück weit darüber auch hinaus. Zum Beispiel in der Türkei haben wir auch Hilfe geleistet. Das Erdbeben ist vorbei. Dennoch brauchen die Menschen vor Ort einfach noch weiter Hilfe. Und deshalb, ja, auf jeden Fall machen wir da weiter. Wir haben da eine Unterstützung von unseren Kolleginnen und Kollegen, aber auch natürlich vom Vorstand, was natürlich super ist. Und wir einfach sehr stolz darauf sind, Teil davon zu sein. Wenn ich mitmachen möchte, wie spreche ich euch an? Wie kann ich euch finden? Hallo Julia, hallo Walter und schreibst eine E-Mail. Ja. Und dann geht's. Genau, also wir haben eine globale Adresse, Ja. Da kann man hinschreiben, aber ja, mittlerweile, wir sind so vernetzt, die Menschen schreiben eigentlich direkt uns und das ist super. Ja, Es klingt eigentlich so, wie dass es nicht nur Spaß macht, sondern Ja. auch schön ist, dass man Ja. helfen kann. Ne? ja, definitiv. das Paket ist rund. Ja. Ja. Und das freut uns auch. Und eigentlich sind wir wunschlos glücklich. Ja. Ja. Mit der Unterstützung aus dem Werk, aus Leinfelden, aus den Werken. Ja, Es ist ja nicht nur unter Türkheim, Leinfelden, nein, aus Kassel, aus Gaggenau, aus Wörth. Ja. Die Kollegen kommen ja aus ganz Deutschland und möchten Ja. unterstützen. Und das finden wir super toll. Ja. Okay, also ich drücke die Daumen, dass das weiter alles gut geht. Sag herzlichen Dank, dass Gerne. ihr das so macht hier in Hamburg. Aber natürlich auch immer ausgehend von unseren Werken und den Standorten, die wir in Deutschland haben. Ne? Dankeschön. Danke Gerne. auch. Das war der Beer Mover Talk, diesmal aus Hamburg, mit ganz vielen Menschen, die Freude daran haben, zu helfen. Menschen, die selbst anpacken und sich nicht entmutigen lassen. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel für viele von uns. Ich sage herzlichen Dank, hoffe, es hat euch Spaß gemacht zu gucken. Bis zum nächsten Mal.